Herzlich willkommen zur CAT-Akademie im Dezember 2024 mit einem Beitrag aus Leipzig zum Thema kommunale Parkraumanalyse mit KI. Mein Name ist Charlie Liebscher, ich komme von der Stadt Leipzig vom Amt für Geoinformation und Bodenordnung. Und auch wenn ich hier den Vortrag halte, habe ich das natürlich nicht alleine umgesetzt, sondern ich möchte hier noch Marlene Dennhardt, meine Kollegin nennen, die sich zum Thema Parkraumanalyse mit Dashboard von Apache Superset auseinandergesetzt hat. Fachlich wurden wir von Frederik Sander unterstützt, vom Verkehrs- und Tiefbauamt, beziehungsweise jetzt Mobilitäts- und Tiefbauamt. Und ganz wichtiger Part hatte Arusha Kam als Mitarbeiterin vom SCATS AI, denn sie hat alle wichtigen Komponenten zum Thema Objekterkennung und KI-gestützte Objekterkennung beigetragen. Fachlich befinden wir uns oder projektbezogen befinden wir uns hier im Bereich von Projekt 4, also T4, transformative experimentelle Stadtforschung. Und wie gerade erwähnt, ist das ein Projekt der Stadt Leipzig vom Amt für Geoinformation und Bodenordnung in Zusammenarbeit mit unserem Partner aus der Wissenschaft im Center for Scalable Data Analytics und Artificial Intelligence sowie fachlich unterstützt und maßgeblich mit angestoßen durch den Fachbereich generelle Planung im Verkehrs- und Tiefbauamt. Was war unsere Motivationslage oder was ist unsere Motivationslage? Warum beschäftigen wir uns mit kommunaler Parkraumanalyse und warum müssen wir dafür KI verwenden? Nun, es ist erstmal folgendermaßen so, dass die Datenlage zu Parkraum in Leipzig nicht flächendeckend vorliegt. Das heißt, wir haben keine stadtweiten räumlichen Daten über unmarkierte Stellplätze sowie deren assoziierte Flächenverbräuche. Wir haben also fehlende Informationen zu vorherrschenden Stellplatzpotenzialen. Das Verkehrs- und Tiefbauamt benötigt genau solche Informationen allerdings für die Erstellung von Parkraumkonzepten für den roten Verkehr und auch für die Ableitung des Parkdrucks in Quartieren. Was meinen wir mit Stellplätzen, also Stellplatzstrukturen? Damit meinen wir die Stellstruktur, wie das Auto sozusagen sich am Straßenrand geparkt hat. Da gibt es einerseits natürlich paralleles Parken, diagonales Parken und senkrechtes Parken, woraus sich natürlich unterschiedliche Flächenverbräuche bzw. Stellplatzpotenziale ergeben. Unsere Idee ist nun, dass wir aus den vorherrschenden räumlichen Daten, die in der Stadt Leipzig vorliegen, wir eben diese fehlenden Daten erzeugen und dazu eben Objekterkennung bzw. KI-basierte Objekterkennung zur Hilfe nehmen, um diese vorherrschende Parkstruktur abzuleiten. Wir sind natürlich nicht die Ersten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt unterschiedlichste methodische Ansätze, um sich da zu nähern. Einer ist die Identifizierung von Parkplatz- oder Stellplatzkapazitäten in nicht definierten, unmarkierten Parkzonen. Ein Beitrag, den ich erwähnen möchte und der auch mit Stein des Anstoßes war ein Beitrag von Alex Seidel im Rahmen der Foskes-Konferenz, wo er auf Grundlage von OpenStreetMap-Daten eine Parkplatzzählung bzw. eine Parkraumanalyse durchgeführt hat in einem Testgebiet in Berlin. Das haben wir hier auch nochmal verlinkt. Nun ist es allerdings so, dass wir diesen Ansatz nur durchführen können, wenn die bestehende Datenqualität im OpenStreetMap gut ist. Das heißt, dass genug Informationen getaggt wird, wie an welcher Straße wie geparkt wird. Deswegen bin ich mal hingegangen und habe mal sozusagen eine Meta-Analyse gemacht mit Overpass Turbo und habe erstmal geschaut, in unterschiedlichsten Städten, wie viele Straßenkilometer, wie viele das Straßennetz hat, sozusagen, wie viele Kilometer und wie viele Kilometer des Straßennetzes davon mit dem Tagging der Parkrauminformationen versehen sind. Hier in absoluten Kilometern und hier anteilig. Und man sieht schon relativ schnell, dass, auch wenn ich diese Berechnung letztes Jahr durchgeführt habe, wir noch bei sehr geringen Zahlen sind. Also München als beste Stadt hier noch hat 21%, wo sozusagen im OpenStreetMap diese Daten so gepflegt sind. Will also sagen, man könnte diesen Ansatz leider nicht flächendeckend replizieren, um eine entsprechende Datengrundlage in der Stadt Leipzig zu erschaffen. Aber es ist trotzdem, wie ich finde, eine charmante Idee, ein guter Ansatz, der natürlich mit sich verbessernder Datenqualität auch für andere Kommunen interessant werden kann. Nichtsdestoweniger sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir möchten also als Zielstellung mit einem anderen Vorhergehen, einer anderen Methodik, diese Datengrundlage für Stellplatzkapazitäten im öffentlichen Raum generieren, damit wir eben Daten und räumliche Analysen für quartiersbezogene Parkdruck bereitstellen können, dem Verkehrs- und Tiefbauamt, damit wir generell auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung diese Daten oder diese Informationen visualisieren können. Und parallel dazu war die Idee, dass wenn man sozusagen eine KI-basierte Objekterkennung durchführt, wahrscheinlich, also natürlich durch unseren Projektpartner SCATS AI, dann soll dieser Code auch bereitgestellt werden, damit die Replikation dessen möglich ist. Bei der Methodik haben wir uns daran orientiert, dass die Methodik natürlich datengetrieben, automatisierbar und möglichst replizierbar sein sollte und dabei auch auf möglichst ubiquitäre Daten zurückgreifen sollte. Das heißt also Daten, die generell überall verfügbar sind.
Was ist also die Zielstellung und die damit verknüpfte Datenverarbeitung? Das heißt, wir haben sozusagen Daten, die eingehen in die Verarbeitung. Wenn wir von ubiquitären Daten sprechen, war unsere Idee, okay, wir nehmen einfach Daten, die bei der Stadt schon vorliegen. Jede Kommune oder jedes Land hat natürlich amtliche Luftbilder. Das heißt, wir haben überlegt, okay, dann lass uns doch auf jeden Fall diese Luftbilder nehmen. Neben natürlich anderen Datenquellen wie Straßenbefahrenungsdaten und auch Informationen darüber, wie breit die Straßenflächen sind. Darauf aufbauend, auf den Daten wird dann sozusagen die KI-basierte Objekterkennung durchgeführt. Einmal sozusagen im Straßenraum bei den bei den Straßenbefahrenungsdaten, einmal mit auf Basis der Luftbilder. Dann kommt sozusagen on the top oder Post-Processing ein bisschen Datenmanagement zum Tragen. Das heißt, die Daten werden nachbearbeitet mit Geodaten, Verarbeitungsmethoden werden sozusagen nochmal validiert und sollen dann eben in verschiedenste Visualisierungsmöglichkeiten gebracht werden, wie hier beispielsweise schon mal angedeutet, ein Dashboard zur kleinräumigen Identifizierung der Stellplatzkapazitäten, am Beispiel hier von Apache Superset. Nun aber nochmal rein ins Detail. Also wir haben, wie gesagt, die 3 Datenquellen. Einmal das Luftbild in 10 cm Auflösung als GeoTIFF, einmal die Straßenbefahrenungsdaten hier von unserem Anbieter Cyclometer, der eben eine API bereitgestellt hat, wo man sozusagen für jeden Aufnahmepunkt ein Bild sich abrufen lassen konnte und wie bereits erwähnt von unserem Verkehrs- und Tiefbauamt bereitgestellte Fachdaten der Straßensegmente und Verkehrsflächen in Form von GeoJSON. Die Daten konnte man natürlich nicht so grob einfach in die Objekterkennung geben, sondern die müssten eben vorprozessiert werden. Hierfür mussten einerseits das Luftbild auf Basis der Verkehrsflächen und Straßensegmente zugeschnitten werden und dann ganz wichtig rotiert, damit eben, weil die Objekterkennung benötigt immer eine Nord-Süd-Ausrichtung, um die Parkstruktur in Relation zum Straßenverlauf ableiten zu können. Aber das zeige ich gleich noch im Verlauf der Präsentation. Zweitens Zuordnung des Straßensegments über die Lat-Long-Aufnahmepunkte. Das heißt, jeder Aufnahmepunkt hat eben eine Lat-Long-Koordinate und genau darüber kann man das auf bestimmte Straßensegmente assoziieren. Das heißt, ich habe sozusagen mehrere Bilder pro Straßensegment in den Straßenbefahrenungsdaten, wo ich mich ja durch den Verkehrsraum bewege. Und darüber hinaus ist noch eine Idee von Arusha Kram vom SCAD-AI, dass hier noch eine Sichtfeldverdeckung eingeführt wurde, damit sozusagen die Objekterkennung wirklich nur sich orientiert auf die an der Straßenseiten befindlichen parkenden Autos. Ganz wichtig, das haben wir dann in der zweiten verbesserten Schleife noch eingeführt, dass wir die Kreuzungsbereiche, wo natürlich keine Autos parken dürfen, sozusagen noch aus diesen Verkehrsflächen rausschneiden, die hier eingegangen sind. Dadurch ergibt sich nochmal eine saubere Datengrundlage, die eben jetzt in die eigentliche KI-basierte Objekterkennung eingeht. Hierfür wurde das neuronale Netzwerk Detekton 2 verwendet, das Open Source bereitgestellt wurde von Facebook Research, jetzt Meta Research. Und für beide Datenquellen wurden jemals 200 Bilder manuell gelabelt, die dann eben als Trainingsdatensatz für das neuronale Netzwerk verwendet wurden. Was dann im Endeffekt durchgeführt wird, ist, dass sowohl in dem zugeschnittenen Straßensegment des Luftbildes alle Objekte erkannt werden. Das heißt also, da wird sozusagen eine Bounding-Box erzeugt. Dann wird zurückgegeben, was für eine Klasse ist das. Das heißt, was für eine Parkstruktur ist das. Also parkt das Auto parallel, diagonal oder senkrecht. Und wie sicher ist sich sozusagen die hier verwendete neuronale Netzwerk mit der richtigen Identifizierung der Parkstruktur. Also die Probability kommt noch zurück. Analog dazu wird sozusagen auch hier eine Objekterkennung durchgeführt in den Straßenbefahrenungsdaten. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 2 Datenquellen, was es natürlich ein Stück weit robuster macht. Und hier kommt dann eben auch eine Bounding-Box um die detekten Objekte zurück mit der jeweiligen Klasse. Das heißt also parallel, senkrecht, diagonal oder noch kein Auto. Und die Wahrscheinlichkeit, man muss aber hier dazu sagen, dass es natürlich deutlich schwieriger ist zu differenzieren, ob das Auto, wenn man sozusagen durch den Straßenraum sich bewegt, ob das Auto senkrecht oder diagonal parkt. Deswegen wurde das hier als eine Klasse zusammengefasst. Dann folgte eine weitere Datenverarbeitung bzw. ein Post-Processing. Sozusagen wurden dann abgeleitet, was sozusagen der Straßenverlauf ist und welche Straßenseite eben, was ist eben rechts, was ist eben links in der Fahrtrichtung. Das ist eben nicht so trivial, damit wir sozusagen, wenn wir diese beiden Datenquellen zusammen assoziieren möchten, man auch von der gleichen Straßenseite in diesem Straßensegment spricht. Dann wird eben der vorherrschende Parktyp identifiziert, die Datenquelle und Straßenseite. Und das wird dann über Mehrheitsentscheidungen sozusagen zusammengefasst und als Datenquellen, also als Ergebnislayer sozusagen bereitgestellt, einmal als Liniengeometrie vom GeoJSON und natürlich auch als Polygongeometrie. Dann erfolgt weitere Geodatenverarbeitung bzw. Validierung. Das heißt, es gab zum Beispiel eine räumliche Verschneidung und Plausibilisierung. Und dann wurde sozusagen ausgehend darauf, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt 20 Meter diagonales Parken habe,
der effektive Parkraum mit den potenziellen Kapazitäten abgeleitet. Ne, das heißt, ich weiß zum Beispiel, jetzt sind hier 20 Meter mit parallel parkenden Autos. Das heißt, roundabout bei einem Flächenverbrauch von 5,20 Meter pro parkenden Auto habe ich jetzt hier 3,5 Stellplätze in diesem Bereich. Jetzt gehe ich nochmal genauer drauf ein. Also das ist schon eine Herausforderung gewesen. Also das heißt, die KI alleine bringt natürlich nichts, wenn sie nicht saubere Daten hat. Das heißt, Datenvor- und Nachbearbeitung ist das A und O auch an der Stelle. Was eben hier ein wichtiger Schritt war eben das Einnorden, nenne ich es jetzt mal, der zugeschnittenen Luftbilder, weil sozusagen die KI nur erkennen konnte, welche Klasse sozusagen das parkende Auto angehört, weil es sozusagen den Länge der Bounding Box in Relation zum Straßenverlauf assoziiert hat. Das heißt den Winkel natürlich. Ne? Also wenn es 90 Grad Winkel ist, ist es senkrecht. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist es diagonal. Und wenn es sozusagen parallel steht, ist es logischerweise paralleles Parken. Ne? Und das ist nicht so trivial, wenn man sozusagen von einem globalen Koordinatensystem in ein lokales Koordinatensystem umrechnen muss und das dann wieder zurückrechnen muss, wenn es eben darum geht, die beiden Datenquellen zu kombinieren und dann eben die Parkstruktur über Mehrheitsentscheid zu assoziieren auf ein gewisses Straßensegment. Hier nochmal gezeigt, dass es mehrere Aufnahmepunkte pro Straßensegment gibt. Das heißt, es ist wie ein kleiner Film, der sozusagen, wo das Auto dann durch diese Straße fährt. Hier auch eben nochmal die erwähnte Sichtfeldeindeckung, damit eben nicht beispielsweise das vor einem fahrende Auto fälschlicherweise als parkendes Auto erkannt wird. Dann ist natürlich hier auch wichtig zu erkennen, was natürlich rechte und linke Straßenseite ist. Wie sieht das eben aus, das Ergebnis? Ne? Also wie bereits erwähnt, man hat die jeweiligen Bounding-Boxen in beiden Datenquellen mit der Klasse und der Certainty, also der Wahrscheinlichkeit, also wie sozusagen sicher sich die KI ist, dass sie die richtigen Klassen zugeordnet hat anhand der Trainingsdaten und hier eben noch beispielhaft an einigen Screenshots aus Luftbefliegungsdaten. Was noch eingeführt wurde, damit das Ganze ein bisschen robuster zu machen, war, dass es manchmal eben nicht ausreichte, dass man sozusagen nur eine Straßensegmentseite nimmt, sondern dass, wenn ich zum Beispiel die Parkstruktur innerhalb eines Straßensegmentes, also zwischen zwei Straßen, ändert, dass man die Wahrscheinlichkeit verringert, dass es unterschiedliche Parkstrukturtypen gibt, sondern dass sozusagen gesagt wird, okay, wir teilen das nochmal in 10 Meter Abschnitte ein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das innerhalb der 10 Meter ändert, geringer. Ne, das heißt, es wurden sozusagen Iterationen von 10 Meter Abschnitten durchgeführt und dann wurden sozusagen die Autos darin identifiziert, die Parkstruktur abgeleitet und dann über Mehrheitsentscheid abgeleitet. Wobei man sagen muss, dass, also genau, die mehrheitlich vorkommende Klasse wurde dann sozusagen als das bestimmte Kriterium für diesen Iterationsschritt auf dieser Straßensegmentseite festgelegt. Dann ist es natürlich so, dass wenn keine Autos dort sind, ist es natürlich so, dass es halt natürlich nicht im Umkehrschluss heißt, dass dort nie ein Auto parkt, sondern wir haben gesagt, okay, das ist ja sowohl bei den Befähigungsdaten als auch bei den Straßenbefahrendaten jeweils nur eine Momentaufnahme, wodurch natürlich die Entscheidung sinnvoll erschien, dass wir gesagt haben, okay, wenn dort kein Auto parkt, dann wird das sozusagen geringer gewichtet, weil die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass dort einfach gerade nur kein Auto steht. Wichtig ist auch nochmal festzuhalten, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Forschungsprojekten nicht gesagt haben, wir zählen einfach nur die Autos. Wir zählen eben nicht die Autos, sondern wir leiten die Parkstruktur ab, um eben die Stellplatzpotenziale ableiten zu können. Wir haben natürlich auch versucht, das immer realitätsnäher abzuleiten, die Stellplatzpotenziale. Und dabei ist es natürlich aufgefallen, dass an Einfahrten kein Auto stehen darf. Das heißt, wenn man jetzt fälschlicherweise annehmen würde, dass wir jetzt in 50 Meter Abschnitten 10 Einfahrten haben oder sagen wir mal 3, dann minimiert das natürlich die tatsächlichen Stellplatzpotenziale, die dort im Straßenraum zur Verfügung stehen. Ähnlich wie Halte- und Parkverbote, ähnlich wie Kreuzungsbereiche, die wir ja schon vorher genannten Beispiel rausgenommen hatten. Dann haben wir natürlich den Nachteil, dass sozusagen verkehrsrechtlich eine Einfahrt keines eigenen Straßenschildes bedarf, sondern die Einfahrt selber ist das Straßenschild. Nun kann man natürlich nicht aus dem Datensatz das einfach so ableiten. Deswegen hat Arusha vom SCAZA-I die Idee gehabt, lass uns doch mal in den Straßenbefahrenungsdaten schauen, ob wir Einfahrten erkennen können. Und durch dieses, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Nebenprodukt, was an sich eigentlich auch schon sehr cool ist für uns eben eine Möglichkeit, dass wir diesen zur Verfügung stehenden Packungen einfach realistischer ausweisen können. Und auch das ist natürlich herausfordernd, denn manchmal ist es eben so, dass dann eben eine große Hausfahrt fälschlicherweise als Einfahrt erkannt wurde oder natürlich differenzieren muss, ob sozusagen die Einfahrt die gleiche Einfahrt ist, aber aus einem anderen Winkel oder ob es wirklich zwei unterschiedliche Einfahrten sind. Ne? Dadurch wurde quasi nochmal eine Difference Detection eingeführt, dass man sozusagen wirklich beide detektierte Bilder der Einfahrten nochmal vergleicht, wenn man eben in diesem Beispiel hier oben sieht, okay, das sind wirklich zwei unterschiedliche Einfahrten, während das Beispiel hier unten einfach zeigt, dass das die gleiche Einfahrt aber aus unterschiedlichen Winkeln ist.
Weil das würde im Umkehrschluss natürlich dazu führen, dass man sehr viele Einfahrten zählen würde und natürlich dann den Parkraum unrealistisch verringern würde. Und das wollten wir dadurch verringern. Hier nochmal zusammengefasst, was können die Datenquellen, wofür werden sie verwendet? Wir haben einerseits hier das Luftbild in Zentimeter Auflösung als GeoTIFF und zweitens eben die Straßenbefragungsdaten von Cyclomedia als API. Bei der Parkstruktur sehen wir natürlich den Vorteil, erstens, jede Kommune, jedes Bundesland verfügt über Luftbilder, in welcher Auflösung auch immer. Man müsste mal gucken, ob wir das mit 20 Zentimeter replizieren können. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Aber der Vorteil eben von Luftbildern besteht einfach darin, dass die Parkstruktur differenziert werden kann zwischen parallel, diagonal und senkrecht, während es eben bei den Straßenbefragungsdaten so ist, dass nur differenziert werden kann zwischen parallel und diagonal respektive senkrecht, weil die Differenzierung zwischen diagonal und senkrecht eben schwerer ist. Dafür wiederum haben Straßenbefragungsdaten den Vorteil, dass natürlich in den Straßenraum rein Objekterkennungsmechanismen verwendet werden können, wie hier am Beispiel gerade erwähnt, zur Identifizierung von Einfahrten, aber können das natürlich auch noch weiter sozusagen spinnen im Sinne von Straßenbäume detekten, wenn man natürlich auch zusätzlich über ein Baumkataster verfügt, muss es an der Stelle vielleicht nicht mehr sein. Und natürlich auch die Park- und Halteverbote, wobei man dann natürlich nicht nur das Verkehrszeichen zählen muss bzw. nehmen muss, sondern man muss natürlich den Wirkungsbereich des Verkehrszeichens nehmen. Und das ist natürlich dann nicht mehr so trivial. Das heißt, auch hier überlegen, ob man dann einen kombinierten Ansatz wählt durch nachträgliche Geodatenverarbeitung. Wie können wir sozusagen das methodisch verbessern, also beziehungsweise von der Accuracy sozusagen, wie kann die verbessert werden? Wir hatten da eben mehrere Ansätze. Einen hatte ich auch schon erwähnt, dass wir einerseits zu der Erkenntnis gelangt sind, dass wenn wir diese Kreuzungsbereiche noch rausnehmen aus den Object-Detection-Feldern, dann verbessert sich das Ergebnis eindeutig. Dann ist es auch so, dass es einen großen Unterschied macht, beide Datengrundlagen ähnlichen oder den gleichen Zeitstempel haben. Das heißt, wenn das Luftbild von 2019 ist und die Straßenbefragung von 2022, dann ergeben sich natürlich Unterschiede, die natürlich bei der Aggregation der beiden detekteten Parkstrukturen in diesem beispielhaften Straßensegment dann dazu führen würde, dass es große Unterschiede gibt und die Accuracy dementsprechend runtergeht. Das heißt, sie haben nochmal darauf geachtet, dass wirklich beide Datenquellen aus demselben Jahr kommen. Und beide Aspekte, also sowohl die zeitliche Adjustierung der beiden Datenquellen Luftbild und Straßenbefragung, wie auch das Rausrechnen der Kreuzungsbereiche hat zu einer deutlichen Verbesserung der KI-Accuracy geführt. Einerseits, also in den Testgebieten Südstadt und Volkensdorf hat es zu einer Verbesserung von nochmal 6-8% geführt. Ähnliches wurde dann durchgeführt für die methodische Validierung zur Evaluation der detektierten Einfahrten. Es wurden sozusagen, der F-Score ist bei 86% und bei einer Precision von 97%. Man sieht eben hier, dass bei den untersuchten Einfahrten, es gab nur 4 False Positives und 134 wurden sozusagen Einfahrten von Einfahrten tatsächlich erkannt. Beziehungsweise wurde auch erkannt, dass es dann auch keine Einfahrt war. Dann müssen wir uns natürlich noch datenseitig mit der Validierung beschäftigen. Wir haben den glücklichen Umstand, dass das Verkehrsintensivbeamt bzw. Mobilitätsintensivbeamt, wie es jetzt heißt, in 2 Stadtvierteln in Leipzig, nämlich dem Grafischen Viertel und dem Seeburgviertel, über detaillierte Informationen zum Bewohnerparken verfügt. Ja, das heißt, dadurch können wir das sozusagen als Blaupause nehmen, um mal zu schauen, wie valide denn die abgeleiteten Stellplatzkapazitäten aus der KI-basierten Objekterkennung ist. Und das können wir dann sozusagen in der Schleife wieder reinbringen und schauen, an welcher Stelle wir vielleicht das noch verbessern könnten. Man sieht eben hier mal einen kleinen Ausschnitt aus einer Karte, den ich dann gleich nochmal ein bisschen größer zeige, wo blau sozusagen paralleles Parken ist, rot ist kein Auto, grün ist senkrecht, orange ist diagonal und violett ist dann eben sonstige Parkstruktur. Manchmal sind das eben auch einfach Baustellen. Und man sieht eben, dass diese Informationen liegen jetzt weit vor und können dann eben unter anderem jetzt hier in diesen beiden Vierteln erstmal validiert werden anhand der Bewohnerparkinformationen. Was ist also unser Ergebnis? Erstens konnten wir diesen Ansatz durchführen. Dann ist es so, dass wir jetzt eben diesen Datensatz über die Parkraumstruktur und die damit assoziierte Stellplatzkapazität für den gesamten Stadtraum zur Verfügung stellen können. Für fachliche Anforderungen in den Fachämtern der Stadtverwaltung. Und wir natürlich diese Daten verwenden können, um diese Daten zu visualisieren. Erstmal deskriptiv, wie das hier schon zu sehen ist, als Screenshot mal in einem Apache Superset Dashboard, wo wir dann reinzoomen können sozusagen. Wir können uns ausweisen lassen, wie viele Stellplätze gibt es in dem Ortsteil und dann nochmal unterteilt nach der Parkstruktur. Also wir haben sozusagen von 5.000 Stellplätzen sind dann eben 4.300 parallele Stellplätze und 200 diagonal etc. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, weiter sozusagen noch reinzuzoomen und zu sagen, ja, gib mir bitte mal dieses Straßensegment und bitte nur die linke Straßenseite. Und dann ist es unsere Idee im Sinne sozusagen eines digitalen Fachzwillings Parkraumanalyse, was wäre, wenn Szenarien durchführen können. Das heißt also, was wäre, wenn wir die Parkstruktur ändern? Das heißt, was wäre, wenn wir von
parallelen Parken auf senkrechtes Parken umschwenken oder umgekehrt, was passiert, wenn wir dort Stadtbäume pflanzen, wie viele Parkplätze gehen da verloren. Das heißt, damit wir das sozusagen quantifizieren können, damit wir sozusagen auch ein bisschen datengetrieben in Diskussionsprozesse den Leuten vom Stadtplanungsamt und dem Verkehrsbeamt ein bisschen was mit an die Hand geben können. Interessant wird es natürlich dann, wenn wir diese Stellplatzkapazitäten gegenüberstellen können, gegenüber sozusagen den angemeldeten Kfz, also den zugelassenen Kfz. Und aus diesen beiden Parametern kann man dann eben den Parkdruck berechnen. Das heißt, wie viel steht zur Verfügung, wie viel ist nachgefragt, dann ergibt sich ein gewisser prozentualer Wert. Und man kann dann eben, wie wir hier die Möglichkeit sehen werden, sehr kleinräumig, also auf Basis der Daten, wenn ich die Kfz-Zulassungsdaten habe, sehr kleinräumig ausweisen, wie der Parkdruck ist. Kann dann eben sehen, okay, wenn wir jetzt hier Bäume pflanzen, dann verschärft sich der Parkdruck oder dann bleibt der Parkdruck eben doch noch unter einem gewissen Schwellwert stehen. Und wir können damit in die Diskussion gehen, in die Quartiere gehen und dann eben datengetrieben arbeiten und sozusagen den Kolleginnen und Kollegen was mit an die Hand geben, um sozusagen eine faktenbasierte Diskussion zu ermöglichen. Darüber hinaus ist es so, dass natürlich unsere Kollegin Arusha Kramp vom SCAD-CI den Code für die Objekterkennung bereitgestellt hat auf GitHub. Heißt auch zu finden. Und darüber hinaus aufbauend auf sozusagen dem angewandten Forschungsfeld jetzt hier ein Paper auch veröffentlicht hat. Machine Learning-Based Mobile Capacity Estimation for Roadside Parking. Ich möchte auch nochmal betonen, dass das sozusagen im Rahmen der internationalen Konferenz für Smart Data und Smart Cities vorgestellt wurde und tatsächlich dort einen dritten Platz geholt hat. Wir waren uns auch sehr gefreut für Arusha. Und genau, also wenn Interessierte sind, können Sie sich das Paper natürlich gerne im Internet raussuchen und mal durchlesen. Genau, also hier nochmal zusammengefasst. Wir haben also die Rohdaten, die aufbereitet wurden. Auf Basis dieser aufbereiteten Rohdaten wurde eine Objekterkennung durchgeführt. Der Code und das Paper wurden bereitgestellt. Die abgeleiteten Stellplatzkapazitäten und Parkinformationen wurden eben datenseitig der Verwaltung bereitgestellt, werden validiert und diese bereitgestellten Daten werden eben dann in einem Dashboard noch visualisiert. Ja, damit bedanke ich mich, möchte aber noch ganz kurz die Möglichkeit nutzen, einfach mal die stadtweiten Daten zu zeigen, damit ich nicht irgendwie nur theoretisch was erzähle, sondern das ist jetzt hier mal schnell rausgesucht. Also wie gesagt, rot bedeutet kein Parken, blau bedeutet paralleles Parken etc. Und wenn ich jetzt hier aus dem hinterlegten Luftbild, was ja auch noch ein Teil der Datenquelle war, hier mal reinzoome, dann sieht man eben, dass es recht gut funktioniert hat. Also man sieht jetzt hier beispielsweise senkrechtes Parken mit 81 Kfz, 34 parallel parkende Autos. Das bedeutet jetzt nicht, dass die 34 Autos stehen, sondern dass hier, wie gesagt, der Parkraum mit der Parkstruktur ein Potenzial von 34 parallel parkenden Autos hergibt. Man sieht eben auch, dass es sehr gut hinbekommen wurde, dass sozusagen in einem Straßensegment auch sich die ändernde Parkstruktur identifiziert werden konnte. Also auch wenn es Wechsel gibt zwischen Parken und Nicht-Parken. Also hier beispielsweise, wenn man eben sieht, 30 diagonal parkende Autos und dann hier 37 senkrecht parkende Autos, natürlich immer gesehen auf die Potenziale, sieht man, dass es sozusagen recht gut erkannt wird. Ne? Also hier wird senkrecht geparkt, hier diagonal und hier mal parallel. Das noch als kleiner datenseitiger Exkurs, dass man eben sieht, dass es für die ganze Stadt jetzt zur Verfügung steht. Ich bedanke mich für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Ich denke, die Folien werden auch bereitgestellt und hier an der Stelle nochmal weitere Informationen. Einerseits zu dem Ansatz von Alex Seidel aus Berlin im Rahmen der Volkskonferenz. Wer sich dafür interessiert, dann die verwendeten trainierten Netze und KI, gibt es hier dazu nochmal Links. Und möchte auch nochmal betonen, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich mit dem Thema Geo-KI beschäftigen, beziehungsweise Objekterkennung mit Geodaten. Nämlich wir standen vor kurzem, also letzten Jahr, im Austausch mit dem Geo-KI-Team der Stadt Wien aus dem Bereich der Stadtvermessung und die machen auch sehr interessante Sachen mit Straßenbefragungsdaten. Sehr coole Sachen, außer natürlich, sie hatten sich damals natürlich sehr gespannt gezeigt, was wir sozusagen umsetzen können zum Thema Parkraumanalyse. Das haben wir jetzt hier an der Stelle geschafft, sind auch sehr froh drüber und genau, da bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.